Der teuerste Hümer der ganzen Welt. Ja, der steht hier in Bielefeld bei Palmowski. Die Steffi zeigt ihn gerade mal. Er hat innen eine Ausstattung aus einem ganz hochwertigen Luxusfahrzeug. Das ist der absolute Hammer. Er ist komplett lackiert und nicht nur foliert, er wurde lackiert. Und die Steffi, die war eben schon mal drin. Wir zeigen sogar die teuerste Zahnpasta der Welt. Die kostet, glaube ich, 30 Euro. Ich glaube um die 30 Euro, aber die ist sofort ausverkauft. Und hier haben Sie die Zahnpasta. Ja, wir sind tatsächlich bei Palmowski. Wir haben es geschafft, die weite Reise nach Bielefeld von Mülheim hierher, denn wir wurden gerufen, nicht nur für dieses Auto, sondern für ganz, ganz viele. Und ich muss sagen, Steffi, du machst dich unglaublich toll vor diesem Auto. Ein schöneres Model könnte ich mir gar nicht wünschen. Und wir machen jetzt gleich mal eine ganz große Roomtour, zeigen mal alles, denn nichts an diesem Auto oder fast nichts ist noch so, wie es mal war. Alles wurde modifiziert. Und wie würdest du das hier beschreiben, wenn du das siehst? Ist das? Einfach schick, einfach toll. Also ich habe sofort gesagt, ich bin Camperin. Das ist mein Auto, habe ich gesagt. Das so. ist mein Auto. Aber du weißt, ein solches Fahrzeug erzeugt Kontroversen. Das ist so. Aber es gibt ja immer Leute, die wollen es einfach richtig schick haben, schön haben. Und da wir ja deutsche Wertarbeit haben von der Firma Hümer, ich sag mal powered by Palmo Exclusive, das kann man wirklich sehen lassen. Ja. Basis ist ein BMLi 780 von Hümer und der ist normalerweise, ich glaube, silber oder weiß und der hier ist hammerhart lackiert. Ich zeige euch das mal gerade. Ich fahre mal gerade hier mal so mit dem Fingernagel drüber. Da ist nichts. Das ist komplett, hier, guck mal, Steffi, fahr mal drüber. Das ist alles komplett eben. Ja, es ist lackiert. Also man sieht es überhaupt nicht, ne? Gar nicht. Wenn man nicht weiß, dass er lackiert und foliert ist, man sieht es überhaupt nicht. Stell dich mal gerade dahin. Ich zeig mal die Spiegelung von dir. Etwas weiter, Ja, Steffi. das habe ich auch gerade gedacht. Das ist wirklich wie ein Spiegel. Es ist wie ein Spiegel. Hallo Steffi. Das ist hart. Dann das Silber. Die haben sogar Folgendes gemacht. Ich zeige es mal gerade auf der Rückseite, dass wir das mal sehen. Das ist die Rückseite. Also das ist JPS. Das P steht auch für Palmowski. J ist der Vorname einer der Gründer oder des Gründers, so ist es. Und ich glaube, S heißt Special, aber das schreiben wir nochmal in die Artikelbeschreibung rein, natürlich auch, wo ihr das Ganze kriegt. Und schau mal hier, normalerweise ist das hier verchromt, aber das ist nicht nur Chrom, das ist so ein rauchfarbiger Chrom, also unglaublich. Guck mal hier, da ist weiß, da ist der Rauchfarben. Das ist einfach was ganz Besonderes, das sieht man direkt. Was ganz, ganz Besonderes und also wer auffallen möchte, das ist das Fahrzeug. Oder ich sag mal, wer einfach was Schickes haben möchte, also der sagt, hey komm, ich arbeite so hart oder daran lebt und sagt, ich möchte mir einfach was Schickes gönnen. Das ist wie eine Luxusjacht auf Rädern. So, und zwar nicht so lang wie jetzt Morelo und Co., sondern kompakter, etwas tiefer, muss man sagen. Und trotzdem noch, ja. Mit allerdings einem Fahrgestell, muss man sagen. Hier ist jetzt natürlich kein, ich sag mal, Iveco drunter, kein LKW, sondern es ist ein Transporter drunter, ein Edeltransporter, der Mercedes Sprinter in einer wirklich ganz tollen Version. Er wurde auch noch zusätzlich mit TÜV getuned. Er hat weit über 200 PS, viel mehr Newtonmeter sind drin. Und das Ganze natürlich mit TÜV-Abnahme und Garantie, die hier drauf ist. Und ja, sogar, guck mal hier oben, die Markise, komplett in der gleichen Farbe lackiert, schwarz. Es passt einfach alles zusammen. Es passt optisch alles zusammen. Wenn man darauf steht, sage ich mal so. Wenn man darauf steht. Also ich mag es auch etwas stilvoller. Noch stilvoller. Ich stehe da drauf. Also ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es hammergeil. Das ist... Es ist so schwer, das zu filmen, weil es so spiegelt, weil es so genial lackiert ist. Das sieht man nicht, Mensch. Ja, aber nicht wirklich, muss ich sagen.
das ist so, denn ja, es ist alles drin. Auch innen, volle Hütte. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen. Wir gehen gleich mal rein, gucken uns das mal an. Wir zeigen zunächst mal die Garage. Ich wollte es noch gar nicht sagen, aber ich glaube, das ist, manchmal ist es ja so, wenn man das erste Mal sieht oder wenn ich das erste Mal sehe, dann denke ich, wow. Und ich glaube, hier ist es auch beim zweiten Mal noch so. Oder beim dritten. Das Ganze auch hier, schau mal hier, diese Schrift, die ist so speziell mit so Gel erzeugt worden, dass es erhaben ist. Das sind so die Kleinigkeiten, also Perfektion bis in den letzten Millimeter rein. Oh, ich zeig's mal hier von der Seite, dass man das mal sieht. Ich habe zum Glück meinen neuen Superweitwinkel drauf, da ist es. Und ja, mach mal auf, Steffi, hinten bitte. Hast du schon vorgearbeitet? Nein. Nee, noch gar nicht. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Nee, ganz drehen und dann feste ziehen. Da ist es. Ja, und jetzt werden die Leute wieder sagen, ja, hier innen ist es ja ganz normal. Ja, normal ist bei dem BMLi gar nichts. Da ist eine hydraulische Hubstützenanlage mit drin. Das Ganze ist hier innen ausgeschlagen, also mit wirklich Industriefilz, dass nichts passieren kann. Das Auto ist wirklich gebaut nach Qualitätsmaßstäben, ähnlich Mercedes-Benz. Also wirklich das Beste vom Besten in höchster Qualität. Und wenn du das siehst, hier unten, der Boden, da kannst du nichts kaputt machen. Nee. Das ist Da kann nichts passieren. Riffelblech zusätzlich. Da kann ich auch mit High Heels reingehen und es kann nichts passieren. Hier Schienensysteme mit drin. Das hier ist die Notbedienung der hydraulischen Hubstützenanlage. Natürlich auch in der Ausführung ähnlich, sage ich mal, aus dem Nutzfahrzeugbereich. Das heißt Heavy Duty. Dann schau mal hier die Höhe allein. Also wie du auch hier einsteigen kannst. Das ist wirklich extrem niedrig, sodass du deinen Roller und so weiter dann problemlos Wenn man einfach mal so, zack. Ja, es ist wirklich einfach. Also liebe Fans von mir, ihr habt echte Probleme mit meiner automatischen Belichtungssteuerung, denn das Auto ist schwarz und manchmal ist es überbelichtet, weil einfach so ein schwarzes Auto zu filmen, das müsste ich komplett in HDR machen, aber es ist wirklich, also ich glaube, ihr könnt erahnen, wie schön das ist, denn ja, Palmo hat das Ganze jetzt auch ich sag mal, nicht einfach nur in Szene gesetzt, sondern sie haben diesem Fahrzeug eine komplette Halle gegeben. Ich gehe mal gerade zurück, dass man ungefähr mal so ein Gefühl hat, wie groß hier der Raum ist, den wir hier haben in Bielefeld. Und das ist unglaublich, wie weitreichend das ist. Ich gehe mal zurück. Also man könnte auch hier 1. FC Köln gegen den SV Bielefeld spielen lassen. So, es geht noch weiter und weiter und weiter und weiter. Und weiter. Das ist ganz krass. Komm, ich gehe mal nach vorne. Es geht immer noch weiter und weiter. Ja, da ist es. Steffi, ich kann dich schon gar nicht mehr sehen. Du kannst mich hören? Kann ich noch nicht. Ja, hallo! Hallo! Ja, die kleine Turnhalle. Jetzt fehlen nur noch 2 Basketballkörbe, die wir hier hätten. Der Boden ist auf jeden Fall ähnlich wie das Auto. Richtig schick. Und Full LED hat das Ganze natürlich. Es hat natürlich alle Extras, die man sich wünschen kann. Eine schwarz lackierte vollautomatische Sattanlage, die natürlich drin ist. Mit Twin LNB, Router. Aber drinnen, Steffi. Ja. Komm, wir gehen mal rein. Ja. Dass wir das mal zeigen. Das Ganze ist abgesperrt. Hier darf normalerweise nur jemand rein, der... Aber ich nehme dich heute mit, weil du Geburtstag hast. Ich habe Geburtstag heute. Durfte ich das nicht sagen? Doch, darfst du. Liebe Leute, ihr könnt mir ein Geburtstagsgeschenk machen. Steffi sagt. Der Sven wird sich, glaube ich, total darüber freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt und vor allem auch den Kanal abonniert. Würdest du dich darüber freuen, oder? Ich würde mich freuen. Also da gibt es ein Abonnieren. Es gibt einen Abonnieren-Kanal. Drückt doch bitte drauf. Ich habe über 5 Millionen Zuschauer und leider nur knapp 100.000 Abonnenten. Ich brauche mehr Abonnenten. Denn leider. Ich wünsche mir mehr. Ja. Und Steffi, sag's doch bitte. Macht ihm doch bitte dieses Geschenk. Drückt auf Abo, bitte. Auf Abo. Ich reiß mir auch den Hintern täglich für euch auf und filme diese tollen Autos für euch. Bin unterwegs. Das Ganze kostet euch ja nichts. Ihr müsst nur ein bisschen Werbung gucken. Das ist alles. Genau. Und du bist noch nicht mehr zu Hause heute an deinem Geburtstag. Ja, stimmt. Liebe Marlene, es tut mir so leid, aber gut. Schauen wir mal. Dafür. Du darfst. Jetzt haben wir das so ein bisschen, das ist nämlich so. Komm, wir machen mal Today. Wir machen das jetzt so richtig so. Wir sind jetzt auf der Messe und ich bin jetzt so ein YouTuber, komme jetzt zu dir und sage, hallo, ich bin der Sven. Ich wollte mal fragen, das ist ja schon ein schönes Auto, was ich hier habe. Darf ich da mal reingucken? Weil du es bist, Sven. Ja, aber ich habe die Kamera an, ist das okay? Das ist in Ordnung. Gut.
Ich traue mich gar nicht. Ist das echt okay? Das ist wirklich okay. Okay, auf geht's. So, Okay, ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen doof. Bei diesem wundervollen Fahrzeug sind wir ernst. Ja, so eine Kleinigkeit. Schau mal hier rechts auf der Seite. Hydraulische Hubstützenanlage. Du weißt, wozu sowas gut ist? Jetzt mittlerweile nach 400 Videos. Natürlich, ja, damit das Fahrzeug eben steht. Und es hat noch einen anderen Vorteil. Es wackelt gar nicht mehr. Ja, das heißt, du stehst eben dann, dass das Spiegelei auch in der Bratpfanne nicht aus der Pfanne läuft. Dafür ist es da. Ja, fängt an mit dem Einstieg, der da ist. Hymer beleuchtet natürlich. Sieht stylisch aus, ne? Das beleuchtete Hymer-Zeichen. So, und das ist noch relativ von der Serie. Der ist eh schon schick. Elektrisches Hubbett mit drin. Aber, so viel kann ich euch jetzt schon mal sagen, diese Bepolsterung hier, die ist aus einem sehr exklusiven Sportfahrzeug. Ich schreibe es euch in die Beschreibung mit rein. Also was es genau für ein Leder ist, es ist auf jeden Fall auch dieses Muschelmuster. Das sieht ganz toll aus. Also es gefällt mir richtig gut. Es ist Handarbeit, komplett, also in Manufaktur, made in Germany gemacht. Natürlich wie das ganze Auto, was hier gebaut wurde, sowohl das Basisfahrzeug als auch der Innenausbau, ohne stolz zu sein. Ich als Halbamerikaner darf das auch. Ich darf mal stolz auf Deutschland sein. Und, denn die Amerikaner halten immer die Flaggen raus. Das geht natürlich in Deutschland nicht. Du kannst ja nicht einfach hier eine deutsche Flagge hissen. Aber da kann man doch mal stolz sein darauf, dass es sowas gibt. Denn ich kann euch sagen, diese Videos werden weltweit geguckt und wir kriegen immer wieder Anfragen, kann man diese Fahrzeuge zum Beispiel nach Amerika exportieren? Weiß ich nicht, denn sowas gibt es zumindest mal jetzt nur mit COC in Europa. Und das Geniale ist, guck mal hier, Steffi, das komplette Armaturenbrett. Darf ich mal nach vorne kommen? Du darfst. Du musst? Ich muss, okay. Auch das Lenkrad, guck dir das mal an. Wenn man gerade einen Schritt vorgehst mit dem Sitz, dann sehe ich das Lenkrad ein bisschen besser. Ein bisschen drehen bitte. Das komplette Lenkrad ist beledert. Ja, siehst du sogar der Hubknopf, die alles in diesem weißen Leder mit diesen kleinen orangefarbenen Akzenten, der in der Mitte drin ist. Dann das ganze Dashboard ist beledert. Du bist ganz begeistert, ne? Ich jetzt also wenn ihr das sehen könntet, der Sven, der strahlt wirklich übers ganze Gesicht. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also stellt euch vor, ihr werdet jetzt in einem, weiß ich nicht, in einem Brabus, AMG, egal welcher Tuner dabei ist, oder ihr seid in einem Rolls-Royce drin oder seid in einem, ich kenne mich damit aus, nicht so gut aus, aber das sieht wirklich so aus, genau, stell dich mal davor, dann mache ich mal gerade ein Foto von dir, Steffi, und normalerweise machst du ja nur Fotos von Privatjets, muss ich sagen, wo du drin bist. Komm, jetzt hör auf. Für deinen Instagram-Kanal, aber der Privatjet ist out, das Luxuswohnmobil ist in. Das ist in, absolut. Und das Fahrzeug ist ja wirklich riesig und das ist ja auch ein voll integrierter, wie ich jetzt gelernt habe. Und trotzdem, und normalerweise bei den voll integrierten habe ich ja immer das Gefühl, ich fühle mich da sehr klein, aber das Lenkrad ist so schön, liegt so schön in der Hand. Ich fühle mich ja trotzdem gut. Also man sitzt hier sehr gut drin und hat eine tolle Übersicht. Jetzt hast du aber auch nicht so Hände wie Pizzateller, muss man sagen. Du bist ja kein Dachdecker, sondern du bist eine edle Frau. Ich habe wirklich kleine Hände, ja. Das stimmt. So, trotzdem, das wäre jetzt ein Auto, wo du sagen würdest, das ist so PKW, da fühle ich mich wohl. Also natürlich müsste ich da nochmal auf den Übungsplatz fahren, aber ich würde mich wohlfühlen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin so verloren hier drin. Schau mal hier, die Integration. Liegt auch an diesen Sitzen. Trittstufe ausgefahren steht drauf. Das heißt, das ganze M-Books-System, was hier drin ist, spricht mit diesem Hymer und ist natürlich genau spezialisiert darauf. Mercedes-Benz steht drauf, damit die Freisprechenrichtung auch perfekt funktioniert. 2 Mikrofone mit drin zur Geräuscheliminierung. Schalten automatisch um, je nachdem, wo ich sitze. Und hier haben wir jetzt ganz schnell ausmachen. Da haben wir es. Wir starten mal das System. Leise, 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 leise. Navigation wird gestartet. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren jetzt
weiß gar nicht, ich glaube, es gibt auch eine Sprachsteuerung, die man machen kann. Aber wir zeigen mal jetzt mal nicht das M-Books-System, weil das ist eh schon genial. Das ist natürlich auch volle Hütte, was hier eingebaut wurde. Carbon, echtes Carbon. Also allein für den Sprinter dieses Teil zu kriegen, ist mir nicht bekannt, dass es das gibt. Mir auch nicht. Leder bis unten hin, also komplett durchgeledert. Guck mal hier, sogar an Stellen, wo man es nicht direkt sieht. Dann dieser Kontrast, und ich halte mal ganz nah ran, wie schön die das gemacht haben. Da ist ein kleiner Ausgang hier für die Geräusche, die vom Armaturenbrett kommen, so Blinkergeräusche und so. Und die sind auch, siehst du da, das ist hier alles durchlöchert, damit das klappt, aber so, als wäre es schon immer so gewesen. Die Nähte? Die gefallen dir? Ja, das ist also perfekt. Also, gleichzeitig gesagt, nee, es ist absolut perfekt. Der Airbag beledert. Hier, guckt euch mal die Übergänge an. Das ist Perfektion. Und an die es gemacht haben, also Hut ab, sogar hier die ganze Integration der Lautsprecher, das ist alles beledert. Alle Rundungen, alles. Guck mal hier, der Lautsprecher. Fehlen dir etwa die Worte? Dass Ja, du aber das weißt du, noch mal erleben darfst. Steffi, weißt du, wie viel Arbeit das ist? Du musst den Jungs, die das gemacht haben, mach mal auf bitte hier, die Klappe in der Mitte, dass man sieht, wie es von innen ist. Allein guck mal, wie das hier umgebörtelt ist. Ja. Also ganz fein. Die Sattler, die das gemacht haben, die verstehen zu 1000% ihren Job. Es geht aber noch weiter. Ganz vorne beledert. Ja, also wirklich bis vorne hin. Das Hümer-Logo lackiert. Ja. Also wirklich alles Perfektion. Und wenn du auch siehst, hier vorne der Getränkehalter in der Farbe drin, wie es ist, der ist natürlich jetzt nicht beledert. Doch, das ist auch beledert, oder? Oder ist das so eine... Nee, ist Kunststoff. Das ist Ist aber so eine lackierter Kunststoff, aber man sieht aus. es nicht. Man muss wirklich ganz genau hingucken, um das zu erkennen. Macht ja auch keinen Sinn hier, Leder, weil ich nehme an, dass die Struktur von dem Kunststoff, die drin war, die das so ein bisschen dann textilmäßig dann rüberkommen lässt, ja. Also guck mal hier, der Lautsprecher, wie schön das gemacht ist. Ja, auch hier, die Kanten, wie fein das aussieht. Wie fühlt es sich an, wenn du mal so drüber fährst? Es ist ganz eben. Ne? Also man fühlt nicht ein Hückelchen. Also ich mache mal die Totale hier vom Dashboard für alle Fans der leichten Unterhaltung. Hier bei German Television. Ach übrigens, wenn ihr Lust habt und mehr solche Videos sehen wollt, was müssen Sie denn machen? German Television abonnieren. Ja, normalerweise machen wir ja keine große Werbung, aber Heute können wir das mal machen. das hier, also diese Sitzbank hier, ist speziell beledert worden. Das ist nichts original. Es ist alles wirklich genial umgesetzt. Wenn du das hier siehst, diese Muschelstruktur. Hier an der Seite, guck mal hier, auch beledert. Wow. Aber diese Muschelstruktur, die lieb ich. Da war ich direkt begeistert. Du darfst mal bitte so ein Kissen mal abnehmen. Ich will mal sehen, wie es drunter gemacht ist, weil du weißt ja, außen hui, innen fui. Nee, das glaube ich hier nicht. Glaube ich auch nicht. Nein. Das glaube ich nicht. Ja, Perfektion. Also das ist, ja, liebe Hümer-Leute, seid mir nicht böse, das ist besser als das Werk. Und ihr macht das echt schon gut. Aber das raubt mir den Atem vollständig. Du merkst, ich habe schon multiple Schnappatmung hier an diesem Auto. So, jetzt kommt es aber noch besser. Es endet einfach nicht. Nein. Es ist... Bleiben wir in der Sitzecke oder wo gehst du jetzt hin? Wo willst du hin? Du, am liebsten würde ich gerne mal das Hubbett runterlassen, dass man mal sieht, das ist ein voll funktionelles Auto, trotz dieses ganzen Luxus. Dazu müssten wir einmal mal kurz die Sitze umlegen. Das Interessante finde ich, dass man wirklich gar nicht merkt, dass es ein Hubbett ist. Im ersten Moment, ne? Du hast ja so viel Platz hier. Und elektrisch natürlich, damit ich mir ja nicht den dritten Halswirbel raushole beim Filmen. Ich glaube, die linke, ich glaube, die kannst du lassen. Also die mal gerade oben lassen, die Polster brauchst du nicht runter, nur die Sitzlehnen. Das ist, glaube ich, so getimt, dass alles funktioniert. Genau, die Sitzlehnen umlegen, das sind die, glaube ich, guten Agouti-Sitze. Ich lege mich da aber jetzt nicht fest. Das Ganze natürlich, zeig mal gerade hier, genau, wenn du es mal gerade drehst ein bisschen mehr,
Dann zeige ich mal gerade die Elemente hier mit natürlich Sitzheizung mit eingebaut, mit x Einstellmöglichkeiten. Meinst du, das reicht? Das reicht vollkommen. Gut. Und dann den anderen auch hochlegen. Den kannst du einfach nach vorne, müsste gehen. Dass du den einfach mal nach vorne kommen lässt. So wie es ist. Geht's, Steffi? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen nach hinten. Nee, es geht vollkommen. Alles gut. Weil er ist jetzt von der Höhe, schau mal gerade, er ist von der Höhe schon wie das Lenkrad selber, Ja. was ja den höchsten Punkt darstellt. Das ist auch nicht okay. So, und dann fahren wir das Bett mal runter. Also wenn du denn mal schlafen möchtest, im größten Bett, hinten zeigen wir auch gleich mal, das könnte das größte Bett sein, wenn man ohne Umbau einfach mal ein bisschen kuscheln möchte. Dann fährt man sich das große Hubbett aus. Und wenn ich... An der Lampe, Moment, nee. Alles geht. Alles automatisch. Ach, guck mal, auch die Farben. Und ganz leise. Du hörst nichts. Du Die hörst- anderen haben so nein, gequietscht ein bisschen. Nichts. Das war's. Steffi, ich zeig dir mal ein kleines Detail. Hubbett liegt hier auf. Guck mal. Also direkt, wenn du jetzt gleich drauf gehst, dass du also wirklich satt liegst, nichts wackelt beim Schlafen. Es gibt nichts Schlimmeres, wie du gehst drauf und es wackelt irgendwas. Und von der Größe her, du musst da mal hoch, Steffi. Es tut mir echt leid. Denn die Leute müssen mal sehen, wie groß dieses Bett ist. Und das weißt du immer erst dann beim Weitwinkel, wenn eine tolle Person wie du da mal hochgeht. Du Und bist heute so nett, ich bin das gar nicht gewohnt. echt, bin ich nett? Warte ab, ist mein Geburtstag. Morgen Morgen ist das Ganze wieder. ist wieder weg. Das ist wie bei Aschenputtel. So, Leselampen mach mal an. Da oben. Wenn du dann dein... Ganz leicht. Du bist eine ganz große Wow. ein Buchwurm bist du. Ich bin ein Buchwurm, ja. Was hast du letzt gelesen? Oh Gott, ich habe jetzt schon lange nichts. Du Kein Buchwurm. Roman, ich habe kein Roman mehr gelesen. Aber das war ein Krimi. Ja, von? Boah, du Buchwurm. Ich bin. Alles klar, wir lassen das mal so stehen. Das ist Steffi, bitte mal beide Lampen anmachen, dass man mal schön das Ambiente sieht. Andere Seite. Ich habe das letzte, was ich gelesen habe, war der Pfad des friedvollen Kriegers. So. Der Pfad des... Der Pfad des friedvollen Kriegers Okay. von Dan Millman. Dan Millman. Also wahrscheinlich ab morgen ist das Spiegel Bestseller Nummer 1, weil du den Tipp gegeben hast. Der ist sowieso schon Bestseller. So, einmal Licht bitte anmachen. So anmachen. Genau, ganz kurz. Ich würde es ja machen, aber ich habe ja beide Hände voll. Und dann habt ihr Steffi hier auf diesem Hubbett luxuriös in Kaschmir eingewickelt. Ja, also man hat das Gefühl, dass dieser Stoff, der sieht aus wie Seide. Wenn man da steht, wo du jetzt stehst, sieht das aus wie Seide, weil der so ein bisschen glänzt. Der schimmert ein bisschen. Ja. Genau, schimmert etwas. Kann ich das mal zeigen? So Und dadurch wirkt das sehr, sehr edel. Ja, also man sieht so an der Seite die Kanten, wie die schimmern. Das ist nicht, weil das einer schon ganz lange angefasst hat, der sich nicht die Hände gewaschen hat, sondern das ist ab Werk so, das ist wie so Seide. Also ganz von der Struktur her richtig klasse. Mach mal hier hoch bitte, dass man mal sieht, was ist denn da drunter. Einmal ganz kurz, weil das ist eine Original-Hymer-Komfort-Matratze mit Tellern, die dabei sind. Und diese Teile hier, die gehören wahrscheinlich woanders. Ich weiß aber jetzt nicht wo. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo es ist. Das da ist der Umbau, damit du unten das Bett umbauen kannst wahrscheinlich, damit sich das abstützt. Tellerfedern. Ja, komm mal runter. Sehr bequem. Bitte. Dann können wir nämlich mal zeigen, wie groß das Raumgefühl hier drin ist und wie das Ambiente hier wirkt mit der Beleuchtung. Das ist wirklich... Oder muss ich gleich noch irgendwo... rein? Du bist jetzt hier zu Hause, kannst die Schuhe auslassen. Du hast auch frische Strümpfe an. Alles sieht toll aus. Fahr mal bitte hoch. So, tagsüber müsst ihr natürlich nicht in der Mitte nochmal zusammen machen. Das ist dafür gedacht, dass dieses tolle Kaschmir sich dann auch zusammenzieht und nicht so an der Seite dann hier rauskommt. Aber wir lassen es mal so. Einfach mal höher fahren. Ruhig bis oben hin, passiert nichts. Du hast oben übrigens auch Lichtschalter, wo du das Hauptlicht ausschalten musst. Das heißt, wenn du oben bist, du kennst das ja, dann fällt dir auf, das Licht ist noch an. Ja, setz dich mal rein, dass du mir mal sagst. Ach, toll. Das fühlt sich einfach toll an, dieses Muschelleder. Gut. Ja.
schön straff. Das ist ja ein Fahrsitz. Das heißt, der ist mit der Karosserie verbunden. Da hast du Anschnallgurte mit dabei. Und du könntest dabei natürlich mit diesem Tisch dann noch deinen Laptop draufstellen, deinen Mann fertig. Und du, ich habe es gar nicht gesehen. Guck mal hier, Wildleder. Ach so, die Seiten, ja. Sehr, sehr schön. Und auch Das noch ist- das weiße, beige Muschelleder sage ich jetzt einfach mal. Dort integriert. Muschelmuster integriert, damit das alles hier passt. Dann natürlich wieder die Öffnung wieder im richtigen Leder beledert. Alle. Komm, wir zeigen mal die Tür. Ich muss diese Tür zeigen von außen. Ja, also dass wir die mal. Denn allein diese Tür ist schon ein totaler Hingucker. Ja, komm mal mit bitte. Gut, hier ist ja sauber bei Palmo. Kannst du alle Zusatzschlösser natürlich integriert, dass man auch sicher drin ist. Und das habe ich gemeint. Zack. Automatische Öffnung der Eintrittsstufe. So, jetzt piept er natürlich. Aber das ist wirklich schön. Da kann ich nämlich mal ganz nah rangehen an die Nähte, wie das gemacht ist, damit die Leute es auch mal sehen. Es regnet wieder, Steffi. Sag mal, ist das ein Mai gewesen, oder? Der fängt ja erstmal an. Ich bin noch zuversichtlich, dass da noch ein bisschen Sonne kommt. Das Wetter ist wie an der Börse, kann ich dir nur sagen. Unberechenbar, ne? Krass hier, guck mal raus. Es ist gerade voll am Stürmen. So, also das ist genial. Also wie das Ganze gemacht ist. Und ja, dann gehen wir noch mal kurz rein. So sieht es nochmal komplett aus, das Fahrzeug. In das Grau passt uns auch, das hätte man gar nicht neu machen müssen. Also das ist schön integriert. Das ist auch so, wenn du hier sowas machst, ja, du kannst da echt viel falsch machen. Ja, die Farbwahl falsch. Du könntest jetzt hier blaues Leder reinknallen, weil du es eben ganz toll findest. Aber hier waren echte Designer am Werk, Innenausstatter. Das sieht man. Das sieht man, gell? Das sieht man, absolut. Struktur passt. Kannst du mir einen dicken Gefallen machen, Ja. Steffi? Könntest du einmal hier Wieder die, zurück? genau, dass du die mal alle, also beide Damit in wieder ein bisschen schöner aus. schöner bist und nicht nach vorne machst, sondern zu uns die Sitze. Denn ich möchte gleich mal was zeigen. Die Steffi ist nämlich ganz großer Fan von Operetten im Fernsehen bei ARD und ZDF, oder? Also ich mag klassische Musik tatsächlich. Und guck, schnell geht das. So schnell geht das. Den zweiten machen wir auch mal. In Düsseldorf sollte jetzt ein Benefizkonzert stattfinden, was jetzt nicht stattfinden kann, worüber ich sehr traurig bin. So, ich möchte nämlich gleich was zeigen. Das Ganze, die Vorbereitung hat einen Sinn, denn die Steffi ist nun mal schließlich die wichtigste Person jetzt. Zumindest mal die wichtigste Frau hier in diesem Auto gerade. So, Einmal drehen. Moment. Rechts hier, schau mal hier. Das kennst du schon mit dem ganz unten, etwas tiefer. Da genau. So, einmal drehen, es hat kurz geknackst. Jetzt geht's. So, du kommst da vorbei am Lenkrad. Ja. Ansonsten geh mal gerade ein Schrittchen vor, dass wir es mal ganz rumkriegen. Noch ein bisschen mehr. Ich habe nämlich was Das wurde vor. nicht geübt, ne? Haben wir es nicht geübt. Nein. Wir üben das eh nie. So, jetzt mal ganz rum bitte, Steffi. So, und jetzt mal die Füße bitte drauf. Ich will mal gerade was zeigen. Ja, darfst du. Du hast ja Strümpfe an. Da ist das nicht so schlimm. So, und jetzt könntest du Fernsehen gucken. Wir haben ja leider keinen Fernseher. Irgendwo muss hier ein Fernseher sein. So, ich guck mal gerade. Du kannst, also ich kann es auflösen, du bleibst da sitzen, dann werde ich dir mal diese Pflanze da wegnehmen, weil die stört dich ja dann. Dann ist hier eine Tastatur dran von Alphatronics. Die ist dabei, damit ich auch ins Internet kann. Dazu klappe ich einfach hier hoch. Kleiner Schalter hier an der Seite und der 32 Zoll Fernseher fährt wie von Geisterhand aus dieser Öffnung raus. Der übrigens, ich habe witzigerweise genau den gleichen von Alphatronics, direkt vorgerüstet ist mit USB für einen Netflix-Stick, den du reinstecken kannst. Und bei mir läuft ja nur Netflix, den machen wir mal kurz an. Ich habe mitgedacht. Empfang haben wir hier natürlich nicht, aber zeigen wir gerade. Deine Favorite-Serie gerade? Hast du eine, die du mir empfehlen kannst? Ja, das ist German Television, den Kanal, den man unbedingt abonnieren muss, mit Steffi. Ja, Ich überlege das gerade. wollte ich hören. Also Favorite-Serie Auf Netflix? Auf Netflix ist, es gibt so viele, die ich gesehen habe, aber welche mich echt umgehauen hat, ist Dark.
Dark, ja. Ist auch in Amerika ein Hit gewesen. Deutsche Serie. Ja, ich weiß. Das war echt was die besonders krass gemacht haben bei Dark oder auch wie ich irgendwie Drogen verzocke und damit in kürzester Zeit, hast du das gesehen? Ach so, How I Sell Drugs. Quick oder so irgendwas war es. Das war auch. Fast. Ja, irgendwie so war es, genau. So, jetzt hört ihr. Wie Fast oder so. Also, wenn du mal kurz beschreibst, was da gerade passiert. Also ich fühle mich gerade wie in einem Hotel oder wie in einem Schiff. Es ist einfach, ja, geht der Kamin an, der Fernseher, also es ist alles sehr luxuriös vom Gefühl her, aber... Warte mal, ich zeig mal gerade was. Hier ist das Kaminknistern, kommt aus der Soundanlage von Mercedes. Hier. Ich habe das Gefühl, das kommt von allen Seiten. Das kommt von allen Seiten, so Surround Sound. Von allen Seiten. Es ist wie im Kino. Ja, Stößchen, Steffi. Ja, Stößchen. Stößchen, denn... Soll ich mal in die Küche gehen, mal gucken, ob wir was haben? Das ein ist aber... Tröpfchen, ein edles Tröpfchen. Steffi, ich hätte Du trinkst ja nicht, Ich ne? trinke nicht, nee, aber... Nicht, aber ich trinke für dich ein Gläschen mit. Soll ich mal in die Küche gehen? Bitte, Gucken, sei so ob wir lieb. was haben. Also ich würde ein ganz winziges Fitzelchen Champagner natürlich trinken, aber während der Arbeit schon zweimal nicht. Aber was hat man hier hingestellt, passend dazu? Einen Moët. Ein Moët Chandon. Das passt doch zum Geburtstag. Moet. Moet. Moet et Chandon. Ich wohne in Frankreich. Moët Chandon. Und ich sag mal hier in Nordrhein-Westfalen, ist das Nordrhein-Westfalen eigentlich noch hier oder ist es sicher schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Bielefeld, ob das noch NRW ist. Boah, du bist doch hier Ruhrpott. Ja, Ruhrpott. Aber das ist nicht Ruhrpott. Nee, es ist nicht Ruhrgebiet. Es ist, ich glaube, es ist nicht mehr Nordrhein-Westfalen. Aber wir googeln das gleich mal. Denn die sagen nämlich im Ruhrgebiet, sagen die immer Möd. Ich möchte nichts Falsches sagen. Ne? Und also wir in Düsseldorf, ich wohne ja in Düsseldorf, aber da sind wir schon im Rheinland und nicht mehr im Ruhrgebiet. Also wir sind da auch sehr pingelig hier. Deswegen möchte ich nichts Falsches sagen. Aber jetzt wieder zurück zum Champagner. Das Kochfeld, Gas und Induktion, beides. Zu der Küche. Du hast ja wirklich das Gefühl, du bist in einer Küche. Du bist wie zu Hause. Richtig schick. Eine Luxusküche, die drin ist. Eine Luxusküche. Ein elektronisches Kochfeld und dann hast du hier noch die 2 Gasplatten. Die da sind, denn ich sag mal, du kannst sowohl Induktion nutzen, alle Vorteile von Induktion nutzen, noch schneller als Gas. Und du hast das, was natürlich an Bord ist, Gas. Und überall das, was du brauchst, die Schienen. Gut, da haben wir jetzt einen Standard BMLI mit allen Extras, der schon schick ist. Das sieht aber wirklich edel aus. Ein Brett, aber was ist das? Das kenne ich nicht. Das ist eine alternative Möglichkeit, damit du Sachen rausschütten kannst. Angenommen, du spülst jetzt. Leider muss man in dem Gerät ja spülen. Du kennst ja, ich habe eine Spülmaschine, aber da muss man spülen. Und da kannst du vorher, ich sag mal so, wenn du jetzt deinen Aperol Spritz getrunken hast oder deinen, was ist das nochmal, was du gerne trinkst? Was meinst du? Achso. Was wir das letzte Mal die ganze Zeit hatten, das Orangefarben. Aperölchen. Aperölchen hast du gesagt. Aperölchen, aber ich bin eigentlich eher ein Weintrinker. Ich trinke gerne einen schönen Weißwein. So, das könntest du dann vorher ausleeren. Genau. Ja, today 15 Kilogramm Besteck. Boah, das zeigen wir normalerweise, nur das immer. Jetzt haben wir erstmal Vollgas gegeben, was alles so die Ausstattung angehen. Hier Sansibar von Rösle. Muss ja alles passen. Messerset. Oh je, ich krieg Angst, Steffi. Ich bin ganz lieb heute. Aber toll. Ganz, ganz toll. Genau, wenn die mal gerade rausholst, sag mal bitte. Von Rösle, die Sansibar-Version. Machen wir mal hier ein bisschen QVC. Das ist die Sansibar-Version von Rösle. Ein ganz tolles Messerset. 4 verschiedene Messer, falls Sie Ihren Ehemann nicht so ganz lieb haben. Ich glaube, das ist ein Stick-Messerset, würde ich jetzt mal sagen. Nimm mal raus. Die Folie können wir dran lassen, aber es sieht unglaublich toll aus. Sehr elegant. Sehr elegant. Sehr schön. Ist hier mit drin. Aber der Hammer, der kommt gleich im Bad. Ich will jetzt nicht vorgreifen. Wir haben die teuerste Zahnpasta der Welt. Und die Jungs, die erfunden haben, ja, das muss man einfach zeigen. So viel Mut zu haben. Und sie geht wie Bolle im Internet. Das mal dazu. Ich glaube, als Geschenk. Mein Sohn hat mir übrigens meine Tochter aus Amerika hat mir einen Chip geschenkt.
zum Essen. Der schärfste Chip der Welt. Also ganz normal Chips, kennst du ja, eine einzige. Und ich konnte nur ungefähr 1/30 essen. Krass. Und danach war ich für den ganzen Tag tot. Jetzt möchte ich hier aber auch noch mal reingucken. So, das ist die DVD übrigens mit dem Lagerfeuer. Was wir eben gesehen haben, das hier. Passend. Ups. Einmal Müll plus X. Und viel Platz für Töpfe. Ach so, hier waren wir schon. Da waren wir schon. Ganz An links. der Seite, genau. Nochmal ein Apothekerschrank. So, der Multirail mit drin. Dann auch hier die Struktur. Wenn du mal gerade mit deinem Nägelchen da mal so ein bisschen drüber fährst, dass man mal hört, was für eine Struktur das ist. Nee, gerade mal mit dem Nagel einmal ganz kurz drüber. So. Also, das Leicht geriffelt. leicht geriffelt, also eine richtige Struktur mit drin. Leicht geriffelt. Eine Truma Aventa, natürlich mit Klimaanlage. Dann unser lieber Multi-Tower von Dometic mit Grill, beziehungsweise Backfunktion. Und da ist auch die Flasche, schau mal da, die passende. Das ist auch dein Weißwein. Das passende Leitungswasser aus dem Discounter, Voss. Eine schöne Barbecue-Soße. Das ist hier. Die sieht Boah. auch toll aus. Mensch, Zeig mal, jetzt haben wir die Barbie. Komm, wir machen ein bisschen Werbung dafür. Die sieht aber auch toll Wir, aus. wir haben zwar nichts mit denen zu tun, aber zeigen muss man es ja mal. Zeig mal von Oh, Bavarian. Okay. Original Bavarian, established 2011. Dreh mal rum. Vielleicht ist da eine Webseite drauf, die wir mal zeigen können. Ist in Unterhaching, kommt die her. Und ja, für eine Webseite hat das Geld nicht gelangt. Sehe ich Ja, aber grad. ich kenne eine Original-Barbecue-Soße, die wirklich gut ist. Die kann ich euch wirklich empfehlen. Welche? More Than Spice heißt die. Das ist von einem Amerikaner, der die wirklich selber hergestellt hat. Aus, kommt der nochmal her? Aber Egal. ist wirklich More? More Than Spice. Also mehr als scharf. Mehr als scharf. Und die ist wirklich Originalrezept gemacht. Ganz toll. Ganz toll. Die schmeckt. Backofen, Steffi? Für alle Fans des Nachkochen von Sally auf YouTube. Sally hat jetzt übrigens, du kennst Sally? Nein, Kennst Sally nicht? Echt nicht? nein, Du musst Sally kennen. kenne ich nicht. Sally backt und kocht, hat jetzt einen riesen Laden, ist unglaublich bekannt, ist ja, Markenbotschafterin, war mal für Globus, jetzt für Lidl und ist Multimillionärin mit ihrem Mann zusammen und backt den ganzen Tag. Sally, S-A-L-L-Y, glaube ich, ist es. Mal angucken. Nicht verwandt und verschwägert mit mir, aber ganz tolle YouTuberin. Muss ich mir mal ein paar Backen. Sallys Welt, glaube ich, heißt es. Ich gucke das jeden Tag. Also wenn ihr irgendwas sehen wollt, guckt Sallys Welt. Ganz tolle Nummer. Gibt sich ultra viel Mühe. Viel mehr als ich. Ja, Du richtig. gibst dir auch Mühe. Ja, gut, das sagst du nur, weil ich heute Geburtstag habe. Aber hier der Kleiderschrank, der ist mit drin, darf ja nicht fehlen. Wir sind ja immer nur noch auf 7,80 Meter. Also es ist ja jetzt nicht gerade das 10 Meter Aber irgendwie Fahrzeug. vergisst man das, ne? Also so, muss ich sagen. Die Dusche. Ich gehe mal rein. Schöne Türen. wie Echt, zu Hause. echt Glas. Hier Saint-Gobain übrigens gibt es auch im Saarland bei uns. Saint-Gobain, groß. Du bist 1,90 Meter und da hast du noch 30 Zentimeter. 93. Nee, Steffi ist knapp 1,60 Meter und hatte jetzt auch die Schuhe aus. Aber es ginge sogar noch mehr. Oben ist dann noch mal eine Handtuchhalterung. Denn dieses Rost muss vorher rausgeholt werden, wenn man duscht. Ich glaube, es muss rausgeholt werden. Ich bin mir ziemlich sicher. Denke ich auch. Steht auch drin. Und ja, dann die 2 Längsbetten. Der Vorteil ist, mit Längsbetten, die etwas hochgebaut sind, musst du zwar hochsteigen, aber der Vorteil, den kennst du schon, die Garage. Ah, ach, ich hab jetzt gar nicht zugehört. Ja, du hörst mir nie zu. Echt so, Entschuldigung, mach was war so jetzt eine- mit den Längsbetten? Ich mach Der so eine- Vorteil von Längsbetten, Ja, da ist die Garage drunter. Ja. Und was auch bei Längsbetten ist, dass dann der eine, ja, wenn man mal nachts raus muss oder so, aber man kann die ja auch zusammenlegen, ne? Gehe ich mal von aus. Und dann hast du auch ein ganzes Bett.
Also liebe Freunde von Karlsbad Aber du hast Opitz einfach eine größere Garage unten bei Längsbetten. Das ist ein großer Vorteil, würde ich sagen. oder Bitburger, ihr könnt dann nachts an den Kühlschrank ran und jetzt kommt was ganz Tolles. Das hat die Steffi nämlich direkt mal rausgefunden vor einigen Monaten. Wenn man von dem Schlafzimmer zum Kühlschrank geht, muss man nicht 1 Meter drumherum laufen. Denn... Du stehst direkt davor. Ja, aber das mit dem beidseitigen Öffnen. Ach so, das meinst du. Ja, Mensch, ich muss ja auch immer... Ne? Genau, du kannst den von beiden Seiten... das meinst du jetzt, ja klar. Man kann den von beiden Seiten öffnen. Das Ich muss sagen, großartig. du hast jeden Cent an der Gage verdient. Du hast deine Rolle perfekt gelernt. Hier ist alles spontan. Hier ist alles spontan, ne? Du bist Schauspieler, muss man sagen. Du bist aktuell gerade bei Unter uns, Genau. bei RTL, einer Serie. Da bist du die... Drehbuch, ne? Da bin ich die Esther Brandt. Die Esther Brandt. Da müsst ihr euch exakt ans Drehbuch Da halten. müssen wir uns exakt ans Drehbuch Jedes halten. Wort steht im Drehbuch. Jedes Wort steht im Drehbuch. Und Ganz genau auch, es muss wirklich der Satz so gebildet werden. Ja, da ist das doch für dich hier ein Albtraum, dieses Das ist nicht, mach das. Crash-TV. Das ist Improvisation pur. Aber es ist schön. Das Improvisationstheater. Impro-Theater. Gestern, ich habe übrigens heute das Video von, wie hießen die beiden aus Polen? Werner und, was war es? Karl und die beiden von gestern, die beiden ich Süßen. weiß, wen du meinst, aber ich habe mir den Namen... Georg und sein Bruder. Und unseren Bruder haben wir hochgeladen. Das war Improvisationstheater, denn Das war Improvisation. du hattest keine Chance, dich auf einzurichten. Das sind 2 Granaten, sind in Polen geboren, sind dann nach ganz Deutschland. offen und aufgeschlossen und hat uns auch direkt sein Reisemobil gezeigt, ne? Hat uns direkt reingelassen. Und er hat sein Foto gezeigt, als er jung war. Das Aber hat mich. ich hätte nicht gedacht, dass er 70 ist, muss ich sagen. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass er schon 70 ist. Achso, ich dachte, er wäre viel älter. Ein Scherz. Komm, hört sich So, gut an. du schau mal durch, dann auch hier bitte mal zeigen, ich sag mal Head and Shoulders kennt man ja, aber was ist daneben? Hier dieses Das kenne ich auch nicht. La Riche, Das ist ein das Conditioner. ein Conditioner. Also ich brauche ja morgens immer Conditioner, meine Haare. Gut, welche Haare? Und dann gehen wir jetzt mal, bevor wir hier das Bett nochmal intensiv zeigen, in das Raumbad. Meine Haare lösen sich schon auf. Ich muss jetzt gleich nochmal frisch frisieren, aber dafür kann ich ja jetzt mal kurz ins Bad gehen. So, wenn Steffi dann vor ihrem... Guck mal, da ist die Zahnpasta. Meinst du? Palmowski merkt das, wenn ich die Zahnpasta mitnehme? Ja, die merken das. Denn man hat uns extra darauf hingewiesen, dass wir das nochmal zeigen sollen. Denn Das ist wirklich eine die ganz kennen... besondere Zahnpasta. Die macht wirklich weiße Zähne. Warte mal, ich zeig mal gerade am besten mal hinten die Packung. Die kommt nämlich wie ein iPhone. Sie ist eigentlich ein bisschen teurer wie ein iPhone. Sie heißt wie? Lies mal vor. Carrara Culture of Care. Carrara kann man ganz stillhalten. Carrara Culture of Care Exclusive Whitening Toothpaste with Marble. Marble heißt? Weiß ich nicht. Was heißt Marble? Du bist doch der Amerikaner hier. Marble ist ein Stein. Das ist, glaube ich, help me, Marble ist siehst du? ist ein Marble. Wo ist ein Marble? Stein. Auf jeden Fall ist es so ein Naturstein und der irgendwie schleift. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich etwas, ja, was die Zähne, was schleift, was die Zähne schön weiß schleift. Mal drauf. Komm, wir zeigen uns einmal zum Geburtstag zusammen. Gut. So. Haare mache ich gleich. Wir machen jetzt einfach mal hier weiter. Ach, guck mal, jetzt Haarspray. Das kann ich ja gleich mal kurz benutzen. Super. Und hier haben wir einen Ultra tiefen Schrank. Aber es gibt ja viele Dinge, die klein sind und hoch. Die kannst du dann in diesem Expander. Genau, man kann das hier reinklemmen. Ne? Ich mache mal so ein kleines Beispiel. So, also eine Flasche Haarspray und die ist wirklich groß. Sowas passt alles hier rein. Und sie klappert ja noch nicht. Und Das die ist der klappert nicht Vorteil. oder sowas, ne? Kann man da alles reinstellen. Genau. Steffi, du musst mir noch mal einen Gefallen machen. Hol noch mal gerade diese Zahncreme-Packung Ja. und mach die mal auf. Ich will mal sehen, ob da noch... Die ist noch komplett verschlossen. Nee, die Packung selber, die ist ja schon draußen, weißt du? Die Zahnpasta brauchen wir jetzt nicht. Das ist jetzt nur, ich glaube, man schiebt. Ja, Oder auch nicht. Guck mal, die kommt denn da in so einem Teil. Mach mal auf.
Und da ist sie dann so drin. Mach mal rein und da steht drauf, Wellness for your body, Wellbeing for your soul. Das sieht toll aus. Haben wir jetzt auch kein Geld für bekommen. Aber ich denke mir, wenn man Luxus genießen möchte, kennt man diese Creme. Ich Banause kannte sie nicht. Und spätestens jetzt werde ich mir die Klinikpackung dieser Creme besorgen. Feel the sensation of self-love every single day. Gut. So sieht's aus. Das sollten wir wirklich tun. Uns selbst lieben jeden einzelnen Tag. Zahnputzbecher, diesmal nicht hässlich, sondern in satiniertem Glas. Das ist schön. Und eine Zahnbürste. Ich habe allerdings so eine Philips, weiß nicht, ob die kennst, Ultrasonic oder wie die heißt. Ich habe auch eine elektrische Zahnbürste. Und da hast du Tedford, da ist das Klopapier drin. Auch Menschen mit viel Geld müssen auf Toilette. Nee, da ist ein kleines Knöpfchen. Ich hatte das Knöpfchen jetzt nicht im Blick. Und da hast du dann die Dings. Und natürlich, hol mal raus, da unten ist von Dometic. Das sind was ganz Besonderes. Normalerweise machst du ins Klo ja Pulver rein, beziehungsweise du machst eine Flüssigkeit rein, Blue. Und das hier, da würde ich vielleicht... Das riecht wie in einer Sauna, aber irgendwie. Würde ich vielleicht nicht so ganz die Nase reinmachen. Aber zeig mal, wenn du mal eins rausnimmst. Ich habe jetzt einmal tief reingeatmet, also es riecht aber nicht chemisch, ne? Es riecht wie in einer Sauna. Das ist so ein Tab, das löst sich übrigens automatisch auf. Und ein Tab ist immer da für eine Füllung. Du schmeißt einmal ins Klo rein, das war's, machst ein bisschen Wasser drauf. Und dann hast du exakt, es riecht wie in einer Sauna. Also stimmt. Jetzt, also ein bisschen schon. Aber nicht schlucken bitte, Nein. Steht ein extra Hinweis. Und bitte vor Kindern ganz sicher verstauen. Also da käme bestimmt keiner auf die Idee, das zu essen, aber ich weiß, die Tedford-Flasche hat nämlich eine Kindersicherung. Lieber einmal mehr erwähnt als zu wenig. Jetzt habe ich es gesagt. Dann, guck mal hier, das ist was ganz Besonderes. Da bin ich mal gespannt, ob du es hinkriegst. Das ist eine... Du musst mal gerade zeigen für die Kamera, Steffi. Okay. Das mal gerade. Müssen wir das anders machen? Ich gehe hoch. Du gehst hoch, genau. Ich gehe hoch. Das hat Steffi noch nie gemacht. Und, warte, ich gehe mal hier hoch. Film mal hier so durch. Und du machst mal bitte... Einmal die Klappe auf und ich habe sie jetzt aber direkt erkannt. Es ist eine Leiter. Eine Leiter. Es ist eine Leiter. Eine Auszieher. Ich habe es schon tausendmal rausgezogen. Und du hast es noch nie gemacht, gell? Nee, ich habe es noch nie gemacht. Und? Ich mache es jetzt einfach mal nach Gefühl. Ganz nach vorne, genau. Und Dann kommt die da so runter. Guck mal, die Stütze noch rausziehen. Und dann zu dir ziehen. Und runterlassen. Und jetzt die Klappe zu. Du kannst, du kannst den Stauraum noch nutzen, wenn du die ausgefahren hast. Und dann kannst du deine Erweiterung, ich komme gerade hier runter, die Erweiterung, die hier rechts liegt, die kannst du dann einhängen für die Spielwiese. Oder, was ziemlich genial ist, du kannst dort auch Sachen ablegen. Wenn du zum Beispiel jetzt abends eine Party feierst im Bett, dann kannst du hier dein Shampoos, kannst nicht gut sehen, aber du hast sie gerade reingelegt. War es schwer? Nee, ganz einfach. Ganz einfach. So, ich glaube, du musst einmal rechts die Matratze. Ich lieb diesen Oberlehrer-Style, den ich bei dir so durchziehen kann. Das kann ich zu Hause, müsste ich einmal machen. Dann. Wir sehen uns ja nicht so oft, dann geht das. Aber. Ich glaube, du musst weiter nach vorne schieben. Vorne. Nein. Genau. Ja. Das war's. So, dann einmal rauf, dann kann ich es mal komplett filmen, was du da gerade fabriziert hast. Da hat man jetzt die Spielwiese und Steffi, wenn du mal kurz das Polster wegnimmst, dass man einmal nochmal sieht, wie das gemacht wurde jetzt. Dieses Brett liegt dann hier drauf, maximal 80 Kilogramm, also Punktbelastung hier drauf, das langt dann für alle. Und das Besondere ist, hier ist ja der Kleiderschrank jetzt drunter, jetzt kommst du ja nicht mehr ran. Was wirst du denn tun? Ich würde die Matratze hochnehmen. Ja, das geht nämlich, vielleicht. Das war jetzt so, nee, da auf der Seite geht's nicht, aber vielleicht auf der Seite, da geht's. Ich glaube, dann kann man die, geht auch nicht. Wenn du mal gerade die Tür ein bisschen öffnest, so ein kleines bisschen. So, und jetzt mal hochdrückst von innen. Vielleicht geht's ja. Geht nicht, weil das Teil drauf liegt. Okay. Also diese Schränke sind dann erstmal nicht begehbar, wenn das Teil draußen ist. Ja, aber im Prinzip... Komm, wir falten es mal zurück, weil die meisten... Möchten die Schränke sehen? Ihr müsst das Video sehen von den beiden aus Polen stammenden... Warum? Deutschen. Wie kommst du jetzt darauf? Kann ich dir sagen, weil sie etwas Wahres gesagt haben über deutsche Männer und Frauen.
Jetzt bin ich mit. Du kannst dich noch daran erinnern, was sie gesagt haben? Das habe ich nicht mitbekommen, da war ich nicht da. Also, er hat zu mir Folgendes gesagt. Er hatte nämlich ein französisches Bett. Französisches Bett heißt, du musst übereinander krabbeln. Und was er zu mir gesagt hat, ich kann die Deutschen, also ich kann jetzt keinen polnischen Akzent, aber auf polnischen Akzent müsst ihr euch vorstellen, ich kann ihn nicht verstehen. Meine Frau nehme ich in den Arm. Er hat doch, natürlich, er umarmt seine Frau immer und er kann das bei diesen Betten nicht machen. Er möchte mit seiner Frau zusammen im Arm einschlafen. So, das kann man Und 30 Jahre sind die beiden schon verheiratet, glücklich. Ich glaube über 30 Jahre. Der ist, oder fast 40 waren es. Und das 39. ist so. Und das ist so, also Einzelbetten, so schön wie sie sind, aber mit Spielwiese ist natürlich da. Aber viele wollen ja auch einzeln schlafen. Das ist so. Und das ist hier gewährleistet. Jeder kann raus. Wir bauen mal ganz kurz zurück. Ich mache das mal gerade mal, wenn du mal gerade so lieb bist, die Füße mal hochnimmst. Gucke ich mal gerade, ob ich das sogar mit einer Hand kann. Ich habe es letztes Mal gemacht. Das geht. Also hier hoch, da rein und schwuppdiwupp ist es zu. Klappe zu auf tot. Und jetzt können wir die Schränke nämlich mal zeigen. Vorsicht, schau mal da, die Klappe liegt noch. Etwas rüberschieben. Die wäre dann weg. Prima, denn diese Matratze siehst du, da gibt es extra Polster von Hüma. Ne, die kannst du liegen lassen. Einfach liegen lassen. Die ist hier geteilt in der Mitte, damit du jetzt von unten nach oben auch öffnen kannst. Jetzt mal den Schrank aufmachen, bitte. Zeige ich dir einmal, wie es geht. Ganz öffnen und einmal hochdrücken. Da ist eine Gasdruckfeder drunter. Und jetzt kommst du komplett, ganz aufmachen. Jetzt kommst du komplett an den Schrank ran. Hier ist der Fernseher, deswegen möchte ich jetzt irgendwie den Fernseher nicht beschädigen. Ah, wieder was gelernt. Wenn der Fernseher da ist, dann kriegt man die Gasdruckfeder nicht zum Halten. Liebe Hüma-Leute. Gut, lasse ich mal so stehen, aber die andere Seite müsste auch gehen. Aber ich glaube, die hat keine Funktion. Da muss man dann... Wenn du mal probierst hochzuheben auf der Seite. Nee, ist fest. So, und da muss man dann ein bisschen runter sich bücken und hat dann nochmal 2 große Fächer. Prima. Das finde ich jetzt aber wirklich das allerkleinste Problem. Dann leg mal das Polster bitte auf die andere Seite zu dem Teil. Mach's dir mal gemütlich. Hier auf der Seite. Du hast ja Strümpfe an. Passt das? Die Schränke sind auch toll. Warum? Ja, die sehen sehr wertig aus. Es ist wirklich wie also es ist Lack. Also ich kann euch eins verraten. Ich habe eben den Vertriebsleiter hier gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Preis? Er hat gesagt, Preise haben sie noch nicht festgelegt, Auto ist neu, aber es steht eine 2 davor. Und ich wollte ja nicht weiter fragen, also 2 Millionen sind es nicht, es sind doch keine 20.000 Euro, aber es ist schon etwas gehoben. Das ganze Auto gibt es auch ein gutes Stück günstiger, dann ohne diese ganzen Extras, die hier drin sind, die Felgen, die Hubstützenanlage, die Lackierung, das Leder, was weiß ich, was hier alles noch drin ist. Und wie gesagt, das wollen wir nur mal zeigen. Das ist so, glaube ich, der Gipfel des Machbaren, den wir hier zeigen. Und das Fazit, Viel Platz. das Fazit werde ich gleich mal rausholen. Ja, wir haben viel gelernt über Camping, oder? Absolut. Auch die Lampen, guck mal, das ist wie eine Lampe, die bei mir im Schlafzimmer ist. Wie zu Hause. Wie zu Hause, genau. Auch hier wieder das leichte Muster. Schick. So, ich würde dich mal für das Foto, wir machen ja Fotofinish, wenn du vielleicht eine Hand unter deine Backe legen würdest, dass der Primer nicht auf dem Kissen landet, dass du hast, man muss ja, ihr habt zuletzt gelesen von einer Schauspielerin, die hatte eine Allergie gegen Kontaktlinsen und gegen Schminke. Vielleicht hast du das gehört, die konnte nicht mehr arbeiten, war vorher in der Serie, Serienstar. Ich glaube bei GZSZ, und da habe ich den gelesen, hat mir richtig leid getan, weil sie hat dann Hautausschlag bekommen bei Schminke. Und du wirst ja immer geschminkt, oder? Du wirst immer geschminkt, ja. Und zwar teilweise auch heftig, oder? Schon, ja, weil die Kamera schluckt einfach viel. Deswegen bin ich heute, glaube ich, auch ein bisschen stärker geschminkt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ob die Kamera es auch schluckt. Aber das Licht, ne? Man ist ja sehr krass ausgeleuchtet und das nimmt das dann weg. Man nimmt das gar nicht so wahr. Wenn du mal gerade das Licht ein bisschen zurückdrehst, weil du bist gerade so spotbeleuchtet. Jetzt sieht man dein güldenes Gesicht etwas besser. Das ist so. Ja, du hast dich darauf eingelassen beim letzten Mal. Ich habe dich angerufen, komm, wir drehen mal zusammen. Eigentlich solche Stars zu kriegen, ist eigentlich schwierig. Ist ja so, aber es hat bisher Spaß gemacht. Total.
Du hast ja alles erlebt mit mir, gell? Von ganz klein. Ich habe alles erlebt. Aber das finde ich so toll, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Was ich gerade gesagt habe, Improvisation. Und das finde ich schön. Frag mal die Patricia, die war mit mir 10 Tage auf der Messe drehen. Die wusste überhaupt nicht, was. Die wusste gar nicht, die hat noch nie mit mir gedreht. Man weiß halt bei dir nie so, was kommt jetzt, ne? Also, dann bin ich manchmal so perplex, dass ich dann denke ich so, okay, also ich bin auch nicht auf den Mund gefallen, aber du hast es echt geschafft, dass ich manchmal überlegen muss, was ich sage. Mhm. Ich kriege auch ganz viele böse Kommentare, wenn ich nicht nett zu dir bin oder irgendwas ist. Also die Leute. Das mal ab. Also ihr Lieben, wenn er so ist, ich kann da gut mit umgehen, alles gut. Macht euch keine Sorgen um mich. So, jetzt walte mal deines Amtes. Ich habe dir 5 € gegeben für diesen Spruch. Ich habe heute Geburtstag und deswegen sollen ja alle. Sven hat heute Geburtstag. Und er wird sich mega darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und auch einen netten Kommentar da lasst. Ja, vielleicht auch nicht so nett. Grüße oder überhaupt einen Kommentar. Wie gefällt euch die Sendung? Was? Ein Herzchen würde auch lang. Ein Herzchen wäre auch toll. Ich versuche nämlich mit dem Video den Weltrekord im Kommentieren aufzustellen, zumindest mal auf meinem Kanal. Denn wir haben ja doch sehr viel ältere Männer, die uns gucken. Also ich glaube 83% Männer. Der Durchschnittsmann bei uns ist, glaube ich, 57 vom Alter. Also schon ein bisschen älter. Aber es kommen immer mehr Jüngere. Das nicht. Nee, das ist nicht alt. Ich bin 53. Das ist ein gutes Das ist Alter. alt. Das ist ein reif, würde ich sagen, nicht alt. Du fliegst hier raus. Ich bin nicht reif, ich bin... Egal. So. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ja, Alter ist nur eine Zahl. Die ganzen Sprüche, ja, das ist die Klimaanlage. Komm, wir gehen raus, machen Abmoderation. Alles haben wir gezeigt, sogar die Zahnpasta. Eins, was wir noch nicht gezeigt haben, ist diese Trennwand hier. Die kannst du hier oben entriegeln. Guck mal, da ist der Riegelstift. Ich will jetzt hier nicht noch aus dem Bett fallen, die letzte Sekunde. Ja, einmal hochdrücken und dann ziehen. Das schaffst du nicht, aber ich helfe dir. Doch, ich schaff's. Schaffst es? Ja. Normalerweise steht man ja dabei. Guck. Kannst du zumachen und dann hast du wirklich deine Ruhe. Sportlich. Muss sagen, wir haben viele klappernde Türen gesehen, seitdem wir gefilmt haben. Klappert hier irgendwas? Nein. Hier klappert gar nichts. Verarbeitung wie ein Mercedes-Benz auch sein muss. Perfekte Qualität. Powered by Palmowski. Und hier ist der, was sind das hier? Ein 24 Zoll Fernseher wahrscheinlich, der drin ist, aber langt ja auch hier und an der perfekten Position. Und auch den kann man wahrscheinlich so einziehen, dass er dann ganz wenig stört und man das Ganze auch hochkriegt. So, wir sind durch. Fotofinish, guck mal gerade. Oh, 56 Minuten sind auf der Uhr. Aber es hat Spaß gemacht. Die Zeit geht immer so schnell um. Das finde ich, das ist ein gutes Zeichen. Die Zeit rennt mit dir und bei den Fahrzeugen. Hast du das gemerkt im Moment? Weil ich denke mal, Anfang letzten Jahres, als die Pandemie losging, hat ja bei euch keiner gewusst, wie geht denn das jetzt weiter? Wird weiter gedreht? War das jetzt das Ende aller Dreharbeiten? Das habe ich mir manchmal so gefragt. Nein, aber es wird schon weniger gedreht und auch anders gedreht. Also das merkt man schon. Was heißt anders? Ich meine, man kennt ja Serien oder auch Filme, dass immer irgendwelche Szenen mit Körperkontakt stattfinden und die sind jetzt reduziert. Also da ist, man darf halt nicht auf der nackten Haut zum Beispiel oder muss da sehr aufpassen, wenn dann es sind sowieso immer alle getestet, aber auch mit Quarantäne und am Set sind einfach nicht mehr so viele Menschen, wie man kennt. Das ist alles sehr reduziert. Mhm. Auch das Filmteam steht nicht um einen herum, so wie sonst. Also die nehmen es auch sehr ernst, oder? Die nehmen das sehr, sehr ernst, ja. Ich habe was ganz Tolles an die Landesmedienanstalt des Saarlandes. Ja, wir haben einen Fernsehsender im Saarland, 2 Stück. Die haben ja gestern endlich den Priorisierungscode geschickt fürs Impfen. Weil die komplette Firma wird jetzt durchgeimpft. Ich muss mich ja jeden Tag testen, habe natürlich die Abstände, habe nur mit Getesteten. Ich kam mir so ein bisschen vor wie in der kalifornischen Adult-Filmindustrie, wo alle dann vorher getestet wurden. Aber die Impfung, du bist jetzt nicht der krasse du willst, ich sag mal, du wartest ein bisschen. Ich gucke mir das Ganze gerade an, sagen wir mal, ja. Ist so. Also es gibt die und die. Du kannst es verstehen, dass es beide Seiten gibt? Absolut, absolut. Und ich würde auch niemanden reinreden in seine Meinung. Und ist so. Das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich selbst entscheiden darf. 7.5.2021. Mittlerweile haben wir uns an vieles gewöhnt. Aber eins ist klar, das Thema Camping ist die, ich sag mal, Freizeit
Gelegenheit Nummer 1 im Jahr 2021 so richtig rauszukommen, denn es gibt eigentlich kein Argument, das zu verbieten, weil eine bessere Vereinzelung, du bist hier mit einem Haushalt in einem Auto, kannst draußen die Abstände halten, also das ist besser wie in jedem Hotel, Reisebus, also nichts dafür, dass jetzt Reisebus oder Flugzeug, wo die Leute sich doch unwohl fühlen, so eng auf einem Raum, so lange Zeit ist so. Und dann, deswegen wird das boomen, oder es boomt ja, glaube ich, auch schon, aber ich glaube... Das wird krass dieses Jahr. Dass Palmowski solche Autos bereits vor 10 Jahren gebaut hat, werden wir zeigen, denn wir haben draußen ein richtiges Schmuckstück, also ich weiß nicht, ob es 10 Jahre alt ist, aber das Vorgängermodell vom Mercedes-Benz Sprinter mit einer Motorsportversion, echt der Hammer. Auf dem alten Modell, das werden wir zeigen, auch ein Spezialumbau, die machen das ja sehr gerne. Und wenn ihr Lust habt zu Spezialumbauten, der Julian hat mir ja gesagt, ruhig mal anrufen. Sie machen ja Manufaktur. Wir werden gleich mal in die Manufaktur gehen, mal zeigen, wie ein neues Fahrzeug gebaut wird. Toll, freue ich mich. Ich auch, habe es noch nie gesehen. Und er hat gesagt, ruhig mal anrufen. Und sie machen fast alles möglich. Wow, ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Tag. So, mach mal bitte die Tür auf. Übrigens, wenn ich da so sage, mach mal hier, mach mal da. Ihr müsstet mich sehen, beide Hände voll. Ich bin gerade hier am Bett, links das Mikro, rechts die Kamera in der Hand mit Licht. Du müsstest mal vorgehen, mir den Weg ebnen, dass ich hier durchkomme, weil trotz viel Platz ist es dann doch teilweise eng. So, Tür zu und Frau eingeklemmt. hat man nicht gesehen. Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte man gar nichts gemerkt. Du ziehst mir gerne die Schuhe an. Ich gehe schon mal raus. Schön. Schön? Der Kamin brennt noch. Hör mal, das kommt so wirklich. Können die Zuschauer das hören? Das kommt wirklich so von hinten. Wow, das ist echt toll. Es ist wirklich der Kaminsound. Richtig toll. Toll. So, ich gehe mal raus. Kurzer Rundgang. Ja, wir sind bei Palmowski in Bielefeld, bei dem wir immer noch nicht wissen, ist es jetzt in Nordrhein-Westfalen oder in... Was ist das nächste Land hier oben drüber? Ich komme nicht aus Deutschland. Bitte? Das nächste Land über Nordrhein-Westfalen Richtung Norden ist... Niederlande. Niederlande. Niedersachsen. Oder was meinst du jetzt? Nee, das nächste Bundesland. Also... Ich bin Künstlerin, was mich nur nicht interessiert hat, ist auch nicht. Erdkunde. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich müsste mal echt auf Google Maps gucken. Julian, sag mal hier das Bundesland, wie heißt denn das, wo wir sind? Nordrhein-Westfalen. Steffi, es ist Nordrhein-Westfalen. Es ist Nordrhein-Westfalen. Also ich war die ganze Zeit, ich dachte mir, Bielefeld muss Nordrhein-Westfalen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube doch, dass es noch Weil die dauernd, ist. dauernd bei 1 Live sagt der Olli Briesch immer... Ich hätte jetzt gedacht, dass wir schon ein Stück weiter sind. Aber nee, es ist dann noch Nordrhein-Westfalen. So, du bist ready? Yes. Deine Luxusturnschuhe zugemacht und dann geht's raus. Abmoderation der Hymer. Da steht er jetzt hier, B780 ML in der Version Palmowski. Heute am 7.5.2021. Steffi, komm! Ja. Fürs Einschalten. Wild aus, wenn ich aus den Fahrzeugen komme. Vielen Dank, Steffi. Du hast einen Instagram-Kanal. Wie lautet der? Genau, Stefanie Kahl. Stefanie mit PH und Y, ganz wichtig. Kahl, K-A-H-L. K-A-H-L. Und guckt sie bei Unter uns aktuell. Aber du hast schon ganz viele Sachen gemacht, demnächst auch mehr. Steffi, die wichtigste Frau bei diesem Dreh. Tschüss.